Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hier sehen vor uns die zwei Foldable-Geräte von Samsung, einmal das Galaxy Z Fold 2 und einmal das Galaxy Z Fold 3. Wir werden heute ein Benchmarking-Video machen, das heißt, wir werden dreimal durchlaufen lassen Geekbench 5 und einmal durchlaufen lassen 3D Mark, um einfach zu sehen, ja, wie viel hat sich denn mit dem Snapdragon 888 verbessert im Gegensatz zum 865 Plus. Und mit dem 3D Mark werden wir uns auch anschauen, wie geht der neue Prozessor, der 888, mit Hitze um. Gibt es da ein Hitzeproblem? Wird die Leistung gedrosselt oder nicht? Also ich würde sagen, wir beginnen und entsperren einmal die Geräte. Ich habe beide Geräte neu gestartet und im Hintergrund läuft nur Geekbench 5. Das passt, da gehen wir jetzt auch rein. Und wie gesagt, 3 Durchgänge und dann werden die Ergebnisse aufsummiert und dann durch 3 geteilt, sodass wir einen guten Durchschnittswert haben. Also lassen wir Geekbench 5 jetzt in der ersten Runde mal laufen. Das Galaxy Z Fold 3 ist durch. Wir haben einen Single-Core von 1022 und einen Multiscore von 3348. Jetzt ist auch das Z Fold 2 durch. Da haben wir einen Single-Core Score von 969 und Multicore 3263. Also ich sag mal, der Single Core ist jetzt wirklich, das ist jetzt nicht so drastisch, das sind wenige Punkte. Und selbst beim Multicore Score ist das wirklich nicht der Rede wert. Meiner Meinung nach ist jetzt nicht so viel. Aber wir machen direkt mit dem zweiten Durchgang weiter. Die Geräte sind noch warm. CPU soll sich mal richtig hier anstrengen und bemühen müssen. Gesagt, getan, zweite Runde läuft. Damit wollen wir einfach nur feststellen, ob der Prozessor irgendwelche Hitzeprobleme hat und dann die Leistung drosselt oder eben nicht. Okay, das Z Fold 3 ist mit Durchgang Nummer 2 fertig. Wir sehen einen Single Score von 1060 und einen Multiscore von 3366. Und auch das Z Fold 2 ist jetzt soweit. Da haben wir einen Single Core von 959 und einen Multicore von 3189. Ohne weitere Verzögerung gehen wir sofort in den Durchgang Nummer 3 und schauen mal, wie sich die Werte nach dem dritten Durchgang lesen lassen. Die Ergebnisse vom zweiten Durchgang werden wir jetzt mit dem ersten addieren und dazu kommt auch gleich die Ergebnisse aus dem dritten Durchgang und dann werden wir das Ganze durch 3 teilen und haben so einen guten Durchschnittswert und können danach mehr dazu sagen. Aber selbst das Ergebnis nach dem zweiten Durchgang zeigt uns eigentlich, dass der Sprung vom Snapdragon 865 Plus zum 888er nicht so groß ist. So, Durchgang Nummer 3 ist beendet beim Z Fold 3. Single Core 1075, ist sogar mehr wie bei der zweiten Runde, und Multicore 3357. Wir warten noch auf das Z Fold 2, da ist es. Single Core 956, Multicore 3142. Wie gesagt, wir werden jetzt alle Werte miteinander addieren und dann durch 3 teilen. Dann können wir dazu mehr sagen, inwiefern denn die Leistung des neuen Prozessors zu Buche schlägt. Okay, jetzt haben wir also die Ergebnisübersicht vor uns. Auf der linken Seite sind die Werte vom Z Fold 2, auf der rechten Seite sind die Werte vom Z Fold 3. In der Mitte ist jeweils die Beschreibung, das heißt Durchlauf 1 bis 3, Durchschnittsergebnisse und die Leistungssteigerung. Das heißt, wie viel mehr Prozent ist der Snapdragon 888 stärker als der 865 Plus. Und jetzt schaut euch mal die Werte vom Z Fold 2 an. Mit jedem Durchlauf sinken die Werte, egal ob das jetzt ein Single oder Multicore ist. Beim Z Fold 3 hingegen, schaut euch mal die Single-Werte an, die Single-Core-Werte, die steigen mit jedem Durchlauf, als wäre der Prozessor mit der Hitze, als würde er mit der Hitze stärker werden. Das ist ganz komisch. Vielleicht ist da sogar so eine Schummelsoftware wie bei dem Abgasskandal bei VW zu erkennen, ich weiß es nicht. Allerdings ist es ganz komisch, dass mit jeder Runde die Single-Core-Ergebnisse stärker werden. Wie dem auch sei, ist es keine Überraschung, dass die Single- und Multicore-Werte vom Z Fold 3, also dem Snapdragon 888, besser sind, höher sind. Wir sehen es an dem Durchschnittsergebnis und die Leistungssteigerung im Single-Core-Bereich betrifft knapp 10% und die Leistungssteigerung beim Multicore beträgt knapp 5%. Da haben wir das Ergebnis. Also wie bereits zu Beginn erwähnt, die Leistungssteigerung vom 865 Plus zum 888er ist wirklich nicht so groß. Ne? 10%, 5%, das ist eigentlich nicht der Rede wert.
Aber gut. Okay, dann würde ich sagen, wir lassen im Hintergrund Geekbench 5 laufen, beziehungsweise wir schmeißen es jetzt nicht aus dem Arbeitsspeicher raus und gehen direkt in den 3D Mark und lassen jetzt laufen den Wildlife Extreme Stress Test. Bei beiden natürlich. Und ich möchte hier als erstes beim Z Fold 2 beginnen, um einfach nur zu sehen, ob das Z Fold 3 dann das Z Fold 2 aufholt oder nicht. Dafür klappen wir die Geräte mal auf, aber bevor wir das tun, können wir mal sehen, was dieser Test überhaupt macht. Der Wildlife Extreme Stress Test ist ein anspruchsvoller 20-minütiger Test, der zeigt, wie sich ein Gerät unter längerer, starker Belastung verhält. Das ist ganz wichtig. Wir wollen nämlich sehen, ob das Z Fold 3 mit seinem Snapdragon 888 ein Hitzeproblem hat oder nicht. Anstatt einer Einzelpunktzahl wird vom Stresstest ein Diagramm ausgegeben, das zeigt, wie das Gerät mit der Leistung und der Wärmeentwicklung bei starker Nutzung zurechtkommt. Deswegen klappen wir die Geräte jetzt auch auf, um nachher einfach das Ergebnis besser zu sehen. Ja, die Geräte sind gut warm. Auf jeden Fall. So, ein bisschen Abstand zwischen den beiden Geräten. Und dann würde ich sagen, wo sind wir angekommen? Da. Und dann würde ich sagen, ein Klick hier drauf, ein Klick hier drauf. Und dann lasst die Spiele beginnen. 20 Minuten laufen ab jetzt. Ich werde das Video natürlich beschleunigen. Bis gleich. Die Tests sind bei beiden Geräten durchgelaufen. Das Ergebnis liegt vor uns und wir sehen es. Das Galaxy Z Fold 2 hat im besten Durchlauf einen Punkt bzw. einen Wert von 1223 und das Z Fold 3 einen Wert von 1490. Also doch schon ein Unterschied zu erkennen. Der niedrigste Durchlauf beim Z Fold 2 ist 966 und beim Z Fold 3 912, sogar noch niedriger. Das ist ja krass. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, passt mal auf. Die Stabilität, die uns jetzt einfach nur mitteilt, wie stabil dieser Graph quasi bis zum Ende durchläuft. Stabilität ist 79% beim Z Fold 2 und nur 61,2% beim Z Fold 3. Das heißt, das Z Fold 3 schneidet eigentlich schlechter ab als das Z Fold 2. Genau dafür ist dieser Test gut. Ja, wenn wir uns den Graphen mal anschauen, sehen wir, dass es am Anfang hier ziemlich konstant nach rechts verläuft. Hier ein kleiner Absacker, dann wieder nach oben. Da hat sich das Gerät wieder gefangen. Und dann wieder so ein kleiner Absacker und wieder nach oben. Und beim Z Fold 3 sehen wir eigentlich nur, dass er hier am Anfang einmal ziemlich tief absackt, bis auf 900 und dann konstant, also einmal fällt der Graph hier und verläuft dann konstant bei 900 Punkten und das ist beim Z Fold 2 eben nicht der Fall. Er beginnt bei 1200 Punkten und sagt dann mal auf 1000 ab, geht wieder hoch und dadurch kommt dieser Wert von 79% die Stabilität zustande. Das heißt, hier ist das Thermal Managing, also hier was die Hitze angeht, besser geregelt als beim Z Fold 3. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und hier sehen wir nochmal die Loops. Hier sehen wir es. Durchlauf, das sind immer die Durchläufe. Das heißt, nach dem Durchlauf 2 kann man es ganz gut sehen, dass es eigentlich immer konstant bei 912, 912, 912 und so zwischen 912 und 915 dahergeht. Und beim Z Fold, da geht es weiter. Und beim Z Fold 2 eben, da sind die ersten Durchgänge, hier die ersten 6 Durchgänge immer über 1000 Punkte, 1000. Und dann sagt er mal kurz ab und fängt sich dann aber wieder, hier Durchlauf 10, geht wieder auf 1200 hoch, also das Thermal Managing wirklich
viel besser beim Z Fold 2 als beim Z Fold 3. Und genau dieses Ergebnis wollte ich euch zeigen. Hier seht ihr es. Leistungsmonitoring. Können wir mal sehen. Die Temperatur 32 bis 38 und hier die Temperatur 35 bis 37. Das ist krass. Ja, das heißt, das Z Fold 2 ist kühler und geht ein bisschen weiter höher. Also Minimum ist geringer und Maximum ist auch größer. Das heißt, er erlaubt es auch mal auf 38 Grad zu gehen. Der aber nicht, der gibt strikt vor hier zwischen 35 und 37 Grad. Bildwiederholrate 4 bis 9 FPS. Hier haben wir allerdings, was gut ist und mich jetzt auch gerade verwundert, 4 bis 11. 2 Frames mehr. Gut, das soll es von diesem Test gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, wir haben alle etwas mitgenommen von diesem Video und zu unserer Überraschung ist das Z Fold 2 meiner Meinung nach hier im Stresstest besser gewesen als das Z Fold 3. Allerdings, das ist jetzt noch ein neues Gerät und es kann sein, dass Samsung nochmal ein Update nachliefert, was das Thermal Managing oder Thermal Throttling besser in den Griff kriegt. Das weiß man ja vorher nie. Allerdings kann man da auch nicht jetzt zu 100% mit rechnen. Der Ist-Zustand ist der, den wir jetzt gerade gesehen haben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht es gut, bleibt gesund. Ciao.